Und ich kam zurück aus dem Urlaub und konnte einfach gar nicht mehr aufstehen. Ich habe meine Arbeit gekündigt. Ich konnte nicht mehr hin und hatte 5 Monate dann versucht, erstmal mich zu erholen. War bei vielen Ärzten, war bei einem Heilpraktiker zu Gesprächen, der mir, also ein ganz toller Mensch auch, dem ich immer noch danke, der hat mir immer so ein gutes Mindsetting versucht zu vermitteln, positive Affirmationen, das war auch gut, aber dennoch wusste ich, es muss was anderes irgendwie Noch sein. eine Schicht weiter unten, gell? Es ist nicht Genau. nur hier, es ist weiter Ja. unten, ja. Ja, hallo liebe Kathi, so schön, dass wir jetzt miteinander sprechen dürfen. Hallo Priscilla, ich freue mich auch total. Ich bin schon total aufgeregt, aber positiv. Ich bin auch so aufgeregt. Wir haben vorhin gerade zusammen gequatscht. Ich bin heute Morgen schon aufgewacht und war einfach so fröhlich wie ein kleines Kind, weil ich gedacht habe, wow, heute darf ich wieder so tolle Gespräche führen. Und ich freue mich auch so auf deine Geschichte mit der Schilddrüsenunterfunktion, auch den HNO-Beschwerden, die du durch die ganze Kindheit hattest und dann später auch diese Panikattacken noch. Und ich bin so gespannt über deine Geschichte, was du mit uns heute teilst. Und vielleicht kannst du vorab noch kurz etwas über dich erzählen. Ja, gerne. Also hallo zusammen, ich bin die Kathi, ich bin 36 Jahre alt und ich komme aus Mannheim und lebe hier in einem kleinen Ort bei Mannheim. Und ich arbeite als Erzieherin mit Kindern im Kindergarten. Also ich habe eine sehr fröhliche Arbeitsstelle, die mir sehr am Herzen liegt. Und ich begleite Kinder seit 2 Jahren, nennen wir es mal mit besonderen Bedürfnissen oder auch einer Beeinträchtigung und einer Behinderung. Also es ist eine ganz, ganz schöne Arbeit, die Möglichkeit den Kindern zu bieten, sie in einer Regeleinrichtung begleiten zu dürfen. Wow. Und das ist so meine Lichtarbeit, die mir sehr viel Fülle gibt. Ja. Und ich freue mich natürlich sehr, mit dir heute zu sprechen. Ich war auch schon den ganzen Morgen total aufgeregt und bin in der Wohnung hin und her gelaufen und wusste eigentlich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ja, aber dafür ist es umso schöner, denn die Aufregung ist sehr positiv, denn es hängt damit zusammen mit meiner Geschichte, denn ich habe ja lange Zeit war ich sehr leise und habe nicht über meine Dinge mehr gesprochen, über meine Symptome, weil es einfach niemanden gab, der das auch so hatte oder das nachfühlen konnte. Also ich war sehr leise. Und jetzt heute sitze ich hier und kann aber laut mit dir darüber sprechen und kann sagen, dass es mir gut geht. Und das ist gut, das selbstbewusst zu tun. Ja. Deshalb ist es so aufregend für mich. Ja, das ist es. Wow, du hast deine Stimme wiedergefunden. Ja, meine Stimme und mein Licht vor allem. Denn ja, es gab wirklich, also wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, ich habe mich immer so ein bisschen von außen betrachtet. Ich dachte wirklich, es gibt den Körper Kathi und es gibt meine Seele, die neben mir steht. Also so war das, kann ich es als Bild beschreiben, die auf mich, auf den Körper geschaut hat und gesagt hat, wir gehören gar nicht zusammen mehr. Also ich habe mich verlassen gefühlt von meinem Körper aufgrund der vielen Symptome und weil mir kein Arzt helfen konnte, war das einfach ja so ein bisschen abgeschnitten von sich selbst und mein Licht war sehr verdunkelt dadurch. Ja. Aber es gab einen guten Weg und ja, heute geht es mir gut. So schön. Du siehst auch so strahlend aus, also man sieht dein Licht, das ist wunderschön. Danke, ich sehe deins auch. Du strahlst auch total. Deine Geschichte habe ich auch schon mir angeschaut und angehört. Das ist sehr, sehr schön, dass es auch dir gut geht. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass die Menschen, die ich durch diese Arbeit kennenlernen darf und die so durch einen tiefen Zerbruch gegangen sind, dass die anders sind, dass sie etwas anderes herauswachsen darf aus diesem Zerbruch und dass man sich gegenseitig erkennt. Ich finde das ganz schön, dieses Feinstoffliche, was man erkennt, wo der andere daraus herauswachsen durfte und etwas Neues. Ja. Genau, wie du es sagst, dieses Feinstoffliche. Es hat so ein bisschen was Magisches und dieses Glücksgefühl einfach, ja, trage ich einfach in mir. Natürlich gibt es auch mal Tage, die nicht so gut sind, aber mit der Ernährungsumstellung und mit der Heilung meiner Schilddrüse, so wie es mir jetzt geht, ist alles leichter zu tragen.
Ja. Es ist nicht so schwer, ja. Mhm. Also es ist einfach insgesamt wieder das Licht erleuchtet und ich kann wieder am Leben teilnehmen. Ja. Wow, Ja, so schön. Hey, dann lass uns starten. Wie war ja. der Anfang für dich, wenn du zurückblickst? Wo sagst du, das waren schon einzelne Anzeichen, wo mein Körper nicht mehr in seinem Gleichgewicht war? Ja, eigentlich fing das schon an in der 5. Klasse tatsächlich. So früh. Also in der 5. Klasse, ich kann ja mal kurz erzählen, wie das anfing mit der Migräne. Ich saß im Unterricht, morgens in der 1. Stunde und der Unterricht begann ganz normal und ich spürte, mein linker Arm wird taub und meine Zunge wird taub und ich habe auf dem rechten Auge, wie wenn man in die Sonne schaut und geblendet ist, habe ich fast nichts mehr gesehen. Der Untergrund rutschte weg und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich konnte es gar nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was ist und habe mich gemeldet und habe zu meinem Lehrer gesagt, ich glaube, ich falle gleich um oder es geht mir total schlecht. Ich weiß nicht, was passiert. Ich sehe nicht richtig. Und damals war es so, er war auch wahrscheinlich ein bisschen, es war neu für ihn, überfordert, so etwas zu hören und dachte, ich mogel. Also ich würde vielleicht den Unterricht nicht mitmachen wollen. Aber er hat es mir dann doch angesehen, dass ich ja, Kreislaufbeschwerden hatte und so konnte ich dann im Sekretariat, ich bin alleine runtergelaufen, habe mich runtergehangelt, meine Mama angerufen und die hat mich dann abgeholt. Und dann sind wir natürlich gleich zum Arzt und mit dieser Migräne, die ich jetzt auch Jahre noch hatte, immer mal wieder, einmal im Monat, manchmal hatte ich sie auch in meiner Jugendzeit, wenn ich meine Regel bekommen habe, da war es ganz schlimm, dass ich Infusionen bekommen habe, weil ich nicht gehen konnte, nicht sprechen konnte. Aber in der 5. Klasse sind wir dann zum Arzt gegangen und ich musste ein Tagebuch führen als Mädchen, jeden Tag aufschreiben, ob ich Veränderungen feststelle, was ich esse, was ich trinke. Aber dabei kam auch nach den 6 Wochen, wo ich das Tagebuch geführt habe, nichts heraus. Der Arzt konnte nichts feststellen. Also ging das immer so weiter, dass ich immer mal wieder als junges Mädchen Migränen bekommen hatte. Und habe Blutbilder machen lassen. Die Blutbilder waren auch soweit immer in Ordnung. Ich hatte auch das Glück, dass meine Mama, die hat selber eine Autoimmunkrankheit und die hat sich immer schon mit guter Ernährung befasst. Also damals so in den 80er, 90er war es die Vollwerternährung. Kein Zucker, bei uns gab es keine Süßigkeiten. Und sie hat mich immer daran erinnert, viel zu trinken, denn es wurde dann nochmal festgestellt, ein Jahr später, dass ich so einen Elektrolytmangel hatte. Das ist ganz interessant, denn da hatte ich immer taube Finger und taube Füße. Und so hat meine Mama auch schon immer früher Säfte gepresst und dadurch wurde es besser. Oh, wow. Ja, also das war ein Teil dieser Migräne. Hm. Und so bin ich damit, ja, habe ich damit weitergelebt und dann kamen viele andere Sachen dazu. Mit 13 hatte ich 4 Zysten am Eierstock. Es hat mich etwas später ein zweitöniger Tinnitus begleitet auf dem rechten Ohr, stressbedingt. Ich hatte wirklich, also auch im Sommer, Ohrenschmerzen, ganz, ganz oft Ohrenentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen, Mandelentzündungen. Aber meine Mama hat zum Glück immer darauf geachtet, dass ich nicht jedes Mal Antibiotika nehme, sondern wir haben das versucht mit ja, Thymiantee, Heilpflanzen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es hat mir auch geholfen. Mhm. Und durch dieses Wissen hat mir eigentlich meine Mama auch immer gezeigt, da ist was los in dem Körper. Ja, wenn die Heilpflanzen helfen, dann muss da irgendwas sein. Also das ist mir immer noch so in Erinnerung geblieben. Aber dennoch hatten wir einen Ärztemarathon. Natürlich habe ich die Mandeln rausgenommen bekommen mit 12. Ähm, Dadurch war aber keine Besserung dann da. Das ging alles auf die Nebenhöhlen immer. Beide Ohren waren immer wieder betroffen, sobald der Herbst kam. Ich habe immer ein Halstuch getragen Ja. oder eine Mütze aufgehabt, vor lauter Angst wieder ja, das Ohr aufgestochen zu bekommen oder diesen Schmerz einfach aushalten zu müssen. Ja. Ja, und das war auch ein Teil, der einfach, es kamen immer mehr Sachen dazu und ich habe irgendwie damit gelebt als junges Mädchen. Ich wusste, okay, das ist so, du weißt dir irgendwie zu helfen, aber es blieb.
Und mit circa 16 Jahren habe ich dann Akne auf dem Rücken bekommen. Ja. Gut, es war auch damals, hieß es, Milchprodukte sind sehr gut, das Kalzium, das brauchen junge Menschen zum Wachsen. Ne? Ich habe noch die Milch als junges Mädchen beim Bauern teilweise noch geholt und die getrunken. Heute weiß ich darüber, dass es mir nicht gut tut. Aber damals war das eben so. Und ich denke, also es hat es auch verstärkt, die Akne. Ja. Symptome wie Schwindel kamen hinzu. Und letztendlich 2015, ich habe in einer Kinderkrippe gearbeitet, ich habe diese Arbeitsstelle sehr geliebt. Und in den Sommerferien war ich auf einer wunderschönen Insel im Urlaub und ich hatte einen totalen Erschöpfungszusammenbruch, sodass ich, also wie eine Depression, ich war an einem wunderschönen Ort und habe die Sonne nicht mehr gesehen. Ich habe irgendwie nichts mehr gefühlt. Und da verstärkte sich dieses Abgetrenntsein von meinem Körper, wenn ich es mal so beschreiben kann. Und ich kam zurück aus dem Urlaub und konnte einfach gar nicht mehr aufstehen. Ich habe meine Arbeit gekündigt. Ich konnte nicht mehr hin und hatte 5 Monate dann versucht, erstmal mich zu erholen. War bei vielen Ärzten, war bei einem Heilpraktiker zu Gesprächen, also ein ganz toller Mensch auch, dem ich immer noch danke, der hat mir immer so ein gutes Mindsetting versucht zu vermitteln, positive Affirmationen, das war auch gut, aber dennoch wusste ich, es muss was anderes Es ist irgendwie noch eine sein. Schicht weiter unten, gell? Es ist nicht nur Genau, hier, es ist weiter ja. unten, ja. Und das war auch, bevor ich diese Gesprächsführung hatte mit dem Heilpraktiker, dachte ich, okay, vielleicht ist es so, dass ich spinne. Oder ich bilde mir das nur ein, dass du das vielleicht hast, diesen Gehirnnebel, der dazu kam. Heute weiß ich, dass es Gehirnnebel heißt. Ja. Aber ich war wie oft beim Arzt. Genau, und wenn man niemand im Umfeld hat, der das auch hat, Ja, da steht man richtig. so alleine da. Und wenn es Ja, dafür keine Diagnose gibt, das ist enorm belastend. Und ja, auch gerade dieses Gefühl, man bildet sich etwas ein oder man kann das Leben nicht leben und dann findet man die Schuld bei sich oder man sucht sie bei sich. Das ist so schrecklich. ja. Ja. Es, Das war wirklich ein schlimmes Gefühl, denn nach dieser Erschöpfung bin ich natürlich auch weiterhin zu Ärzten gegangen und Anfang im Jahre da war ich 25, jetzt bin ich 36, vor 11 Jahren, wurde ja auch plötzlich bei einem Routine-Bluttest festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Und der Arzt mir aber auch gleich gesagt hat, sie müssen ihr Leben lang Medikamente nehmen, es ist leider nicht heilbar. Und das war auch nochmal ein Punkt, wo ich sagte, meine Schilddrüse, warum ist sie jetzt krank? Also ich habe gesagt, okay, mein Körper funktioniert nicht mehr, du musst dich damit abfinden und Und irgendetwas stimmt nicht. hat dieses Warum Platz gefunden? Also konntest du das auch aussprechen? Nee, ich konnte es nicht wirklich aussprechen. Ich konnte es nicht wirklich aussprechen. Es war eher wie ein Gefühl, okay, jetzt versagt mein Körper, du hast vielleicht einfach in deiner Jugend falsch gegessen. Es kamen Vorwürfe auch auf als junger Mensch dann. Was habe ich denn falsch gemacht? Alle meine Freunde haben das nicht. Ich kenne niemanden, der so etwas hat. Schwindel, Gehirnnebel. Ja, es gab einfach niemanden und so wurde ich eben auch immer leiser, denn wie es so ist, je öfter man darüber redet, habe ich die Erfahrung gemacht, das Umfeld wird auch mal müde davon. Ja, wenn du immer sagst, es geht mir nicht gut oder ich kann auf den Geburtstag nicht kommen oder auf die Wanderung, ich weiß nicht, ob ich es schaffe mitzugehen, denn gibt es da irgendwie, ich hatte immer Angst, ich habe keine Internetverbindung. Was ist, wenn ich umfalle? Oder ja, denn dazu muss ich auch sagen, die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion, die ich mit 25 bekommen habe, da hatte ich diese Symptome schon noch weiter, diesen Schwindel und diesen Gehirnnebel. Aber ich hatte auch schon als Kind immer Probleme mit der Atmung. Ich hatte immer das Gefühl, so am Herzen, ein Kribbeln im Bauch, wie Schmetterlinge, wenn man frisch verliebt ist. Das hatte ich. Und habe immer das Bedürfnis gehabt, tief durchzuatmen. Und mit den Schilddrüsentabletten, die ich da genommen habe, wurde das Ganze verstärkt. Ich war nie richtig eingestellt. Also ich habe mal hohe Dosen genommen, bin wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Nächtliches Schwitzen.
und Schweiß und dann am Tag über Kälteempfindlichkeit. Also all diese Sachen sind begleitend dann noch stärker geworden in all den Jahren bis 2017 und 18 eigentlich. Da hatten mich sehr, sehr viele Panikattacken Oh, das sind so viele eingeholt. Jahre und das sind so die Ja, Jahre, wo man so jung ist und sich überlegt, welche Träume will man ausleben, was will man machen. Man ist viel, ja, möchte die Welt entdecken, mit Freunden was machen. ja. Wie war denn das von deinem geistigen Zustand? Wie hast du dich da aufrechterhalten? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt auf die Jahre zurückschaue, auf mich, stand ich immer unter Stress. Denn natürlich möchte ich mit Freunden ausgehen. Wir machen Wanderungen, wir gehen in den Urlaub. Aber ich habe immer eine Checkliste gehabt für den Fall, okay, meine Atmung, mein Schwindel. Ich brauche die und die Sachen. Oder wie so ein Notfallplan hatte ich immer, wenn wir ins Kino gehen und du kriegst dann eine Panikattacke, habe ich mir immer schon Stichpunkte vorher gemacht. Was kann ich mir sagen oder was kann ich tun? Gibt es einen Notausgang irgendwo? Also ich habe mich vorher immer wirklich informiert, ja, was gibt es vor Ort für Möglichkeiten? Und das war mir so peinlich, damals darüber zu sprechen. Also ich hatte Angst davor auch. Ich hatte sowieso schon total viel Angst. Die Angst vor der Angst, eine Panikattacke zu bekommen. Ja. Und dann, ich habe natürlich ein sehr liebes Umfeld, eine liebe Familie, die auch sich ganz viele Sorgen machten und auch gesagt haben, geh zum Arzt, geh noch mal dahin. Ich war beim Neurologe, ich war bei zig Spezialisten, die mir auch nicht weiterhelfen konnten. Letztendlich war es dann so, ja, dass ich hätte Psychopharmaka nehmen sollen, aber ich gesagt habe, okay, das ist nicht der Weg. Das mache ich nicht, denn da habe ich festgestellt, okay, es liegt wirklich nicht an meinem Kopf. Ich bin gut so, wie ich bin, Ja. sondern es muss irgendetwas im Körper sein, was, was wie eine Spirale dreht, wo, wo einfach diese schlechten oder diese Symptome immer wieder verstärkt oder die einfach da bleiben. Also das war nochmal so ein Punkt, ja, wo ich gemerkt habe, okay, da muss was los sein im Körper. Und wie oft kamen dann diese Panikattacken? Ja, also es war eigentlich so, dass ich es immer mal phasenweise hatte, ab 2010, also schon als Kind. Muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Als Kind hatte ich mal, da war ich circa 6 Jahre, nächtliches Erwachen und habe nach meiner Mama geschrien und habe immer gesagt, Mama, ich kriege nicht so gut Luft. Und sie hat mich immer beruhigt. Ja, wir sind dann manchmal in den Garten und ich habe tief Luft geholt und dann ging es wieder. Einmal war es so schlimm, ich war 12, dass ich den ganzen Tag keine Luft bekommen habe. Ich hatte so eine Brustenge und wusste aber nicht, was genau das ist. Ich hatte Angst davor. Habe ich jetzt was am Herzen? Als Kind kannst du das ja nicht so gut deuten. Und letztendlich war es so, ich habe den ganzen Tag immer wieder tief durchgeatmet und habe dann einen Krampf am ganzen Körper bekommen, sodass ich schnell zum Kinderarzt oder Jugendarzt gefahren wurde, der mir dann ein Entkrampfungsmittel gespritzt hat. Und ich war fix und fertig. Ich weiß noch, wie ich auf dieser Liege lag und der sagte mir dann, Kathi, hör zu, also du musst jetzt wirklich einfach mal anfangen, richtig zu atmen. Und da dachte ich, okay, wow. Es hat mir so im Alter von 12 dachte ich, okay, du bist da wirklich ein bisschen, glaube ich, alleine. Ne, ich kann darauf zurückgreifen, auf die guten oder auf das Trösten meiner Eltern, aber das mit der Atmung, da kann dir auch niemand helfen. Und so ging das einfach immer weiter. Es war mal mehr, mal weniger, denn ich habe viele Ernährungstrends, ich habe alles ausprobiert. Ja, wirklich alles ausprobiert. Am meisten habe ich sehr viel Eiweiß gegessen, weil eben auch oft dazu geraten wird im Internet, bei der Schilddrüse ist es wichtig, viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Und ich dachte, das wäre gut und habe das einfach gemacht. Und ich habe dann erst so 2016, wo ich diese Erschöpfung hatte, 2017 und 2018, habe ich immer mehr zugenommen und die Panikattacken waren täglich da. Also ich bin morgens aufgestanden und war schon glücklich, wenn die Panikattacke nicht schon da war, bevor ich mir die Zähne geputzt habe. Also wirklich so, es war ein Durchhangeln durch den Tag. Und ja,
2018 hatte ich dann wirklich 14 Stück. Ich habe das mitgezählt, 14 Stück an einem Tag und habe wirklich, ich war so erschöpft, dass ich keine Angst mehr davor hatte. Ich dachte einfach, du wirst es schon überleben. Das war meine Strategie noch. Du wirst es schon überleben. Ich glaube nicht, dass jemand von einer Panikattacke stirbt. Ja. Wie war das dann mit der Arbeit? Warst du da dann freigestellt oder konntest du irgendwas beziehen? Nein, ich bin weiterhin arbeiten gegangen, aber habe halbtags gearbeitet. Ich konnte nicht mehr die volle Zeit arbeiten und Ja. habe den Einstieg nach den 5 Monaten Arbeitspause erstmal mit dem Einstieg gemacht, 20 Stunden. Und meine Kollegen wussten aber auch, habe sehr liebe Kolleginnen, ich habe auch oft gesagt, es kann sein, dass ich zwischendurch mal an die Luft muss, wenn es mir dann nicht so gut geht. Ja. Und so konnten wir das gut managen. Also mit diesem Halbtagsarbeiten war das okay. Okay. Mhm. Und habe dann auch 2017 und 2018 bei Gynäkologen viele Blutbilder machen lassen, weil ich eben dachte, okay, es sind ja die Hormone. Ne? Die Schilddrüse produziert nicht richtig die Hormone, die geht gegen den Körper vielleicht. Aber mit den Hormonen war alles tipptopp. Ja, also es war nichts irgendwie verkehrt. T3-Wert, T4-Wert, was man so sagt bei der Schilddrüse, die waren eigentlich auch gar nicht so ähm, ja, schlecht, sage ich mal, oder zu nieder oder zu hoch. Der Arzt sagt immer, die sind eigentlich ganz okay, aber sie haben noch eine leichte Unterfunktion. Leichte Unterfunktion, das hörte sich dann, das war für mich schon so ein Hoffnungsschimmer. Oh, sie ist leichter. Also kann man vielleicht was machen, dass es weggeht. Trotzdem waren die Symptome sehr stark. Und dann habe ich angefangen, intuitiv habe ich gemerkt, dass mein Körper, also 2018 war das, ich habe total das Bedürfnis nach Obst gehabt, vor allem Bananen. Mhm. Und war dann bei einer Heilpraktikerin auch nochmal drauf schauen lassen, ob sie mir Abhilfe schaffen kann mit dem Symptom. Und sie hat auch gesagt, und das war in der Kombination mit meinem Weglassen von Eiweiß etwas mehr und mehr Essen von Obst, hat sie gesagt, nimm mal Spirulina, Zink und ja, genau. Und das hat wirklich, da habe ich schon gemerkt, der Gehirnnebel setzt etwas später ein oder ist ein bisschen schwächer. Ja, da hat sich Ja. was getan. Und das war auch so ein kleines Lichtzeichen. Mhm. Wow. Ja. Das waren ja Jahre, wo du auch gar nicht kanntest, wie fühlt es sich eigentlich an, in einem gesunden Körper zu leben, wenn das schon so früh in der Kindheit angefangen hat. Ja, Ja. also man ist ja auch, ich habe mich dann natürlich auch zurückgezogen, weil ich Angst hatte, wegzugehen, also essen zu gehen, mit Freunden auszugehen, weil ich immer dachte, okay, was mache ich, wenn so eine Panikattacke kommt, weil die eben 2018 so heftig waren, ich kaum Luft bekommen habe, diese schlimme Brustenge hatte ich. Habe gedacht, ich bleibe lieber zu Hause. Mhm. Da habe ich also meine Möglichkeiten, um ja, in Ruhe das mit mir auszumachen. Und das war wirklich normal für mich. Ich dachte wirklich, also als der Arzt dann zum Schluss gesagt hat, okay, Sie haben wahrscheinlich einen Burnout und der Kopf verursacht das. Nehmen Sie eine leichte Dosis von diesen Psychopharmaka. Und da dachte ich, okay, jetzt musst du wirklich damit leben. Du musst wohl damit leben, da gibt es keine Lösung. Mhm. Aber die Lösung kam ja dann. Ja, erzähl. Kam ja dann. Ich habe ja jetzt ganz viel gesprochen über die Symptome. Und Ja. ich habe dann 2018 war das erstmal im November wirklich komplett den Zucker weggelassen, denn ich war wirklich auch zuckergetrieben. Ich hatte ständigen Unterzucker und habe alle Stunde ein Stück Schokolade gegessen oder mal Gummibärchen. Und dann habe ich das weggelassen und das war wie ein harter Entzug auch vom Körper. Ne? Ja. Oh ja. Und meine tolle Heilpraktikerin hat mich aber begleitet. Die hat mir auch geraten, noch mehr Gemüse zu essen und hat mir ein paar Supplemente empfohlen, die mir dann gut getan haben. Und ich habe dann nach und nach die Schilddrüsentabletten abgesetzt, hatte aber noch nicht die Informationen von Medical Medium. Mhm. Das war also im November 2018. Und als dann, ja, es war Silvester, da hatte ich dann auch wieder so viele Panikattacken und da habe ich mich dann hingesetzt am 31.12. Mhm. Es war schon der erste.
2019 und dann habe ich gesagt, okay, alle Freunde sind jetzt unterwegs und du findest jetzt eine Lösung, ich will das nicht mehr. Und ich habe einfach den PC aufgemacht und habe dann eingegeben, wie heile ich meine Schilddrüse, was kann ich tun? Und dann, ich muss kurz mal zeigen, für die, die es vielleicht nicht kennen, aber da kam eben dieses Buch zum Vorschein als allererstes und ich habe das gesehen und dachte, das steht ja da drauf, heile deine Schilddrüse. Das gibt's doch nicht, oder? Und habe sofort auf Kaufen geklickt und es kam dann auch mit Blitzversand. Ich habe noch einen Heidenversand bezahlt, weil ich das sofort haben wollte. Und ich dachte ja zu diesem Zeitpunkt, als ich dann den Karton öffnete und das Buch in der Hand hatte, habe ich es aufgeschlagen, ich konnte es kaum erwarten zu lesen, dachte ich ernähre mich gut, dachte ich zu diesem Zeitpunkt und tue mir Gutes. Und dann lese ich kein Gluten, keine Milchprodukte, kein Soja, kein Mais. Also all diese No-Foods, die der Anthony William da in seinem Buch beschreibt, das hat mir total die Augen geöffnet. Also das war okay. Ja. Wow. Du musst was ändern. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt alles gemacht. Genau. Ich wäre auch über den Rhein geschwommen, mir etwas abnehmen hätte können von den Symptomen. Ja. Das heißt, du bist dann ziemlich schnell, hast du gesagt, ey, ich setze das um. Und wie war das denn? Hast du gleich alles auf eine Karte gesetzt oder hast du das langsam umgesetzt? Wie war das? Ich habe es wirklich richtig durchgezogen, also von jetzt auf gleich. Ich habe das Buch gelesen und das Schöne, was ich vorab noch sagen möchte, ist, er hat alle Symptome in diesem Buch aufgelistet. Es gibt einen Namen dafür, die ich hatte und dachte, wow, da gibt es einen Mensch, den ich gar nicht kenne, der schreibt ein Buch und ich fühle mich ihm so verbunden. Der hat Mitgefühl, der weiß, dass das gibt. Er weiß, dass es Menschen gibt, die darunter leiden. Und da steht es drin, dass ich kein Hirngespinst habe. Da war das erste Mal dieses Gefühl, ich weiß noch, wie mich das überrollt hat. Das ist so schön gewesen. Ich bin okay. Mit mir ist alles okay. Ja. So, dann bin ich an meinen Vorratsschrank. Ich habe meinen schönen Buffetschrank aufgemacht und habe all die No-Foods in eine große Kiste, das waren, glaube ich, 2 Kisten, alle reingepackt. Alle reingepackt und bin am nächsten Tag mit 4, 5 Taschen einkaufen gegangen und habe die eben gefüllt mit all diesen Sachen, ja, die für die Heilphase nötig ist. Ja. Und so habe ich angefangen. Also morgens der erste Tag mit dem Zitronenwasser trinken, ja, die Morgenroutine und dem Selleriesaft. Da habe ich schon gespürt, also da habe ich richtig Entgiftungssymptome gespürt. Ich habe gemerkt, okay, da will was raus. Wie hast du das gespürt? Was waren die Entgiftungssymptome bei dir? Also ich musste mich richtig setzen. Ich habe geschwitzt und gefroren. Ich habe richtig gemerkt, so, das wird auch in dem Buch, das habe ich etwas später gelesen, dass die Leber abgekühlt wird. Die war mit Sicherheit total überhitzt. Das war so, dass die ersten paar Tage, dass ich geschwitzt habe, dann war es mir wieder kalt. Ich hatte einen unheimlichen Magendruck. Mein Bauch hat gekluckert. Also ich merkte einfach, ja, da ist viel los und da wird jetzt gerade ein Hausputz gemacht. Genau, da wird gearbeitet, gell? Wenn man merkt, man gibt den Organen das Richtige und dann fangen die an und es wird gemacht und getan. Ja. Und du spürst die einzelnen Organe, da gluckert was. Oh, okay, da ist wirklich Leben drin, ist alles gut. Ja. Und dann habe ich sofort, also ich hatte auch, dadurch, dass ich so erschöpft war und lange gesucht hatte und ich wollte einfach nicht mehr, dann hatte ich wirklich ich muss nochmal zeigen, dieses Buch hier in der Hand. Das war so, ich habe einfach sofort daran geglaubt. Ich wusste, es kann nichts schief gehen, es kann nicht noch schlimmer werden. So eine innere Ruhe war das in dir und eine Gewissheit. Gell? Das ist so interessant, Kathi, weil mir das alle erzählen. Ja. Alle, die den Weg dann umgesetzt haben für sich, sagen, sie hätten die Information gehört und es ist so eine Last abgefallen, weil einerseits ich bin nicht schuld, ich habe nichts falsch gemacht und andererseits wirklich dieses, ja, das ist richtig, das ist mein Weg. Und mit diesem Elan dann, wie du es jetzt so erzählt hast, No Foods raus, die lebendigen Lebensmittel rein. Und
natürlich ist es so, dass es auch dann diese Tiefs gibt, gerade wenn eine Entgiftungsphase stärker ist oder wenn man spürt, der Körper erholt sich gerade und fährt Ja. runter, weil dieses Entgiften an sich ist ja auch enorm anstrengend und es gibt auch diese Tage, wo es einem dann einfach wieder nicht so gut geht. Wie war das für dich? Habe also, muss ich wirklich sagen, die ersten beiden Wochen aber total den Aufschwung gespürt. Ich Mhm. habe schon gemerkt, ich bin manchmal morgens aufgewacht und habe mich wie unterzuckert gefühlt, weil ich auch erst mal lernen musste, mehr zu essen. Ja, mehr grüne Sachen zu essen durch die ganzen No-Foods, also von Nudeln bis Reis, ja, was ich weggelassen habe, hat mir natürlich so die Energie gefehlt. Also musste ich da auch erst mal schauen, dass ich wirklich, wirklich gut esse und genug esse. Mhm. Aber mein Glaube daran und es war plötzlich in mir, der Sturm ist plötzlich zur Ruhe gekommen. Es war wie, wenn man das so sieht, so ein Bild im Fernsehen, der Sturm hört auf, es ist alles in Trümmer und dann bauen die einzelnen kleinen Einzelmännchen, bauen das wieder auf. Ja, so war das, wie so im Kinderbuch. Und das habe ich wirklich gespürt in jeder Faser. Es wurde nach und nach das Kribbeln besser. Schon nach 2 Wochen der Gehirnnebel, der war nicht mehr ganz so schlimm. Ich konnte durchatmen. Ich bin nachts nicht mehr aufgewacht und habe die Luft angehalten. So bin ich manchmal aufgewacht, ja. Das war schon weg. Wow. Und meine Augen, ich hatte ja auch so eine, das hat, war so 2018 fing das an, Anfang des Jahres, hatte ich noch so eine Augenentzündung. Da waren ganz viele Vernarbungen auch, gelbe Vernarbungen um das Auge rum. Und der Augenarzt sagte mir da auch, das ist eine hormonelle Sache. Ich sollte mich mal noch auf also Hashimoto testen lassen. Das hatte sich nicht bestätigt, aber wir werden uns öfter sehen, hat er gesagt. Also kann das nur mit Cortison behandeln und das geht auch nicht mehr weg. Okay. Und meine Augen waren eigentlich, das war noch immer so, da hat man es mir nicht so angesehen, dass es mir eigentlich schlecht geht. Ja, man hat es so nicht wirklich gesehen. Aber die wurden immer trüber und immer mehr das Gelbe im Auge. Ich habe mich total Macht dafür einem auch so Angst, oder? Gerade ja, bei den Augen, das, oh, ja, ja. Wahnsinn. Aber mit der Zeit, also du hattest ja auch gefragt, wie es mir dabei ging, auch die schlechten Tage, Ja, die genau. dann kommen, ja, das kann ich gar nicht als schlecht beschreiben, sondern ich habe, auch wenn die nicht so gut waren, wusste ich, das ist ein Prozess, das ist gut, das gehört dazu. Ja, das hat mir keine Angst mehr gemacht, weil die Panikattacken, ich hatte dann in den ersten beiden Wochen nur noch drei von 14. Die haben mir keine Angst mehr gemacht. Ja, das war so, okay, er beschreibt es ja in dem Buch, ne, dass es ein Prozess ist. Es gibt Heilphase A, B und C im Schilddrüsenheilbuch und ich wusste, okay, du startest bei A. Ja, du musst einfach deinem Körper jetzt Zeit geben. Der war viel gestresst und mit EBV belastet, ja. Also, dass das eine virale Sache ist, einfach, die dahinter steckt mit der Schilddrüse. Da waren auch die schlechten Tage, wenn ich mal wirklich gelegen habe oder ja auch viel auf Toilette musste, ja, weil einfach alles durchgeputzt wurde, habe ich das mit einer Leichtigkeit getragen. Ich dachte, okay, wenn es das ist, ja, putz alles durch, ich nehme alles mit. Ich Mhm. halt, also es war eher positiv. Es war diese Angst weg. Und diese Angst, dass sie weg war, wusste ich, habe ich dem Prozess vertraut. Mhm. Und jetzt sind es ja fast 2 Jahre. Meine Augen, das ist so, sie brauchen immer noch ein bisschen Zeit. Manchmal sind sie noch ein bisschen trocken, aber das Gelbe ist weggegangen. Ja, das geht zurück mit dem Selleriesaft. Ja. Das ist besser geworden. So Ja. schön. Und wie ist es mit dem Gefühl, was du geschrieben hast, dass du wie neben dir stehst? Ich bin total in mir. Bin wieder, wir sind wieder eins. Wann ist das passiert? Das war eigentlich, das ist ganz schnell passiert mit dem Beginn des ersten Mal Selleriesaft trinken. Wo Mhm. das passiert ist, dass ich mich setzen musste, weil ich dachte, wow, was ist denn da für eine Welle gerade, die da in dir arbeitet. Da habe ich gewusst, ja, das ist eine virale Sache, ich glaube daran. Mhm. Und mit dir persönlich, mit deinem Kopf, ja, mit deinem Geist ist alles okay. Und du kannst jetzt wieder an dich glauben. Ja. Und natürlich wird das Gefühl für den Körper immer sensitiver. Du weißt, das gluckert da, das ist die Leber, ja, das ist gut, das muss so sein. Du lernst dich einfach wieder gut kennen. Und ich Ja.
habe so wieder zu mir gefunden. Ja, das ging wirklich, wirklich schnell. Und das ist so wertvoll, gell? Dass man sich wieder spürt, dass man die Organe spürt und die Abläufe. Ja. Und wie kennst du oder hast du auch das Buch Medical Food? Ja, ich habe alle Bücher Ja, und eigentlich nach und nach dann gekauft. ja, So toll, oder? so Das ist viele so großartig. Informationen. Und bei dem finde ich auch so spannend zu lernen, was die einzelnen Früchte und Gemüse mit uns machen. Eben nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und da ist es ja auch wieder dieses Bewusstsein. Und wenn wir dann bewusst dieses Nahrungsmittel essen, das hat so viel mehr Impact, als wenn man eben wie neben sich steht und einfach konsumiert und lebt und Ja. hier mal die Situation, die. Nein, man ist bewusst in sich. Ja. 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 Also ich liebe dieses Buch auch wirklich. Das war das dritte Buch, was ich mir gekauft habe. Und da schaue ich immer mal wieder rein an Tagen. Zum Beispiel, wenn ich so stark mit Müdigkeit zu tun habe oder je nachdem, was eben so der Tag mit sich bringt, schlage ich manchmal intuitiv auf und dann suche ich mir eine Frucht aus und esse davon einfach mehr oder mache mir Säfte. Ja. Und diese spirituelle Beschreibung davon, ja, die ist einfach auch einzigartig und toll. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch, ja. Davon nehme ich ganz viel mit, ja. Also dieses Abgetrenntsein von mir selbst. Und das ist auch, was ich so weitergeben möchte. Denn ich dachte vorher, das, habe ich ja schon beschrieben, ist normal, dass Mhm. du jetzt einfach so diese Symptome hast und mehr isoliert sein wirst. Und das war so ein Abfinden. Und dann plötzlich kommt es wieder zurück, dass da einfach eine virale Sache in deinem Körper los ist und du kannst es einfach ausleiten und du bist immer noch du. Und das möchte ich einfach allen sagen, dass Heilung geschehen kann und dass der Körper immer für dich arbeitet. Also Mhm. diese Symptome ja auch nur Warnzeichen waren, der einfach versucht hat, alles auszugleichen, weil alles aus dem Ruder läuft. Genau. Ja, Ja. also ja, für die Ernährungsweise bin ich einfach unglaublich dankbar. Das gibt mir persönlich ein Grundvertrauen. Das Mhm. ist so ein Urvertrauen, das nochmal, Ja. ich weiß, da kann kommen, was will, da gibt es eine Antwort drauf. Du hast die Möglichkeit, eine Lösung zu finden. Mhm. Es kann nicht mehr so schlecht werden. Der Zustand wird eher immer besser. Also es geht immer voran. Es ist wie eine Blüte, die sich immer weiter öffnet. Es ist wirklich das Gegenteil von dem, was du erlebt hast, nämlich diese Hilflosigkeit, dass du Ja, dir nicht helfen kannst, dass du dem ausgeliefert bist. Und jetzt bist du da, wo du weißt, ich habe etwas in der Hand, ich kann Verantwortung für meinen Körper übernehmen und wir können Hand in Hand zusammenarbeiten. Und ja, das ist so bereichernd. Das, ja. das nennt man dann erst Leben, oder? Das ist wahrhaftiges Leben. Das ist Leben. Genau. Das nicht mehr, dass es dir einfach gut geht und du musst nirgendwo hingehen und zig Tabletten mitnehmen oder ja, Angst haben. Das ist wirklich Leben, dass du deinen Körper mit guten, lebendigen Lebensmitteln füllen kannst und hast einfach Power oder die kommt nach und nach zurück. Das ist Leben. Ja. Und heute, es ist einfach, ich genieße wirklich so diese kleinen Momente, dass ich im Garten sitzen kann. Zum Beispiel, da spreche ich immer zu oder dank immer dem Universum einfach jeden Tag. Ich sitze jetzt hier mit dir und kann eine Stunde sprechen, Wow. ohne erschöpft zu sein, ohne zu wissen, oh, halte ich das durch, die Angst davor. Also das wäre gar nicht gegangen. Ich Ja. habe immer Angst auch vor Elterngesprächen gehabt. Mhm. Musste ich immer so, habe ich Beruhigungstropfen genommen. Also das ist wirklich so alle kleinen Momente, wenn ich irgendwo hingehe in den Wald. Ich kann da hingehen ohne Notfallcase oder so. Ja, ich kann mir vertrauen, mir geht's gut und es ist alles okay. Das Wow. ist ja wirklich schön. So wertvoll. Und die Schilddrüse weiß ich heute, das beschreibt der Anthony auch so schön. Ich dachte, das ist einfach so eine kleine Drüse, die ist vielleicht gar nicht so wichtig für den Körper, weil sie wird ja oftmals auch frühzeitig oder in den 90ern auch wurden viele Schilddrüsen rausoperiert. Wow. Die ist eigentlich wenn man eine große Firma sieht, so ungefähr beschreibt es der Anthony, ist sie so die Informationsstelle. Die gibt alles weiter, die steuert den ganzen Körper, alle Funktionen davon. Und der
ein Virus stört die Schilddrüse. Nicht dein Körper selbst stört sie, sondern es ist einfach eine Belastung, eine virale, die die Funktion eben zerstört. Genau. Das ist schön zu wissen, auch Ja, jetzt. es ist so beruhigend zu wissen. Ja, So beruhigend. ja. Wie war das eigentlich für dein Umfeld oder wie ist es jetzt auch für sie? Du hast gesagt, eben du hast ein wunderbares Umfeld, Menschen, die dich unterstützt haben. Ja. Und jetzt sehen sie die alte Kathi und die neue Kathi. Was macht es mit ihnen? Also es waren schon, ich habe das ja wirklich straight durchgezogen. Ich habe das ab dem 2.1. eigentlich, habe ich alles rausgeschmissen und habe wirklich nach Anthony diese Heilphase A, B und C dann nach und nach gemacht. Und das war natürlich auch für meinen Freund war das auch, oh Gott, was ist hier los? Und das war erstmal so, ja, auch ein bisschen ein Überrennen. Mein Umfeld dachte, Kathi, die kennen mich eigentlich auch so. Ich bin eigentlich auch ein Kämpfer. Schon als Kind war ich fröhlich und wenn ich was mache, dann ziehe ich das auch durch. Und die waren alle auch gespannt und haben gesagt, okay, du hast jetzt lange genug mit so Symptomen gekämpft, das wird schon gut sein. Und ich habe ja auch ein bisschen immer vorgelesen, wenn meine Eltern zum Beispiel gefragt haben oder meine Schwester gefragt, die hat auch viele Bücher sich jetzt gekauft, die dann gefragt hatten, was steht denn da so drin? Und wir sehen es dir schon an, deine Augen, die sind wieder viel heller, die sind weißer und du hast abgenommen, deine Haut wird besser. Also da haben sie auch gesagt, okay, das kann ja nur funktionieren. Das klingt für das Umfeld war es so ein bisschen hart. Okay, du isst kein Getreide mehr, keine Milchprodukte mehr. Es ist weg von dieser Standardernährung. Sie waren eigentlich eher gespannt Mhm. darauf. Mhm. Und für mich ist es natürlich oft auch nicht einfach. Es war auch anstrengend. Denn ich habe ja dann auch geschaut, dass ich für ihn weiterhin koche. Das ist, denn er ist gesund, er hat auch keine Symptome. Mhm. Ja, dass es wirklich ausgeglichen ist, dass wir immer zusammen essen auch können, da Zeiten zu finden. Das kennst du ja auch von deiner Geschichte, wie das ist, wenn man einen Partner hat, der eigentlich keine Symptome hat. Also da musste ich auch sehr viel, ja auch mitfühlend sein und weil für ihn war das auch wirklich ein Prozess, meine Umstellung, weil ich das halt gleich so hart gemacht habe. Aber jetzt sagen sie, wow, ähm, gut, dass du es gemacht hast, denn das zeigt auch meinem Umfeld, meine Mama hat auch gesagt und meine Schwester und auch Freunde, stimmt, also du hast eigentlich, deine Augen haben krank ausgesehen, da war etwas in dir und jetzt siehst du so nicht mehr aus, ne? Ja. Heilung kann wirklich passieren. Also das war eigentlich auch so von meinem Arbeitsumfeld, dass diese Ernährungsweise, da muss schon was dran sein, ja? Mhm. Das, ja. Jetzt, es war am Anfang ein Kampf, man war auch viel mit konfrontiert. Ach, was machst du da? Das ist doch Humbug. Aber selbst das war okay. Also ich habe immer auf meinen Weg geschaut und habe einfach gedacht, oh, ich habe mein Licht wieder, mir geht es besser und das ist das Richtige. Mhm. Ja. Wow. Was würdest du, wenn du zurückschaust? Nehmen wir mal dich als kleines Kind und du könntest ihr irgendwas sagen in dieser Situation der Panikattacken. Was würdest du ihr sagen? Also ich würde so die Hand vorne auf die überhalb der Brust legen und würde die andere Hand auf den Kopf legen und sagen, mit dir ist alles okay. Mit dir ist alles gut, wie es ist und es gibt dafür eine Lösung. Ich begleite dich, ne? So wie wenn Mhm. man jetzt so eine Mama, die ein Kind tröstet. Mhm. Es hat nichts mit dir zu tun, du bist gut, wie du bist. Ja, Ja, mit dir ist alles in Ordnung. Ja, so schön. also das kann ich so mitgeben, dass wirklich es gibt Ursachen und die Medizin hat einfach, die geht nicht auf Ursachenforschung. Die behandelt Symptome, was ja auch wichtig ist. Die Medizin ist wichtig, die Ärzte sind alle wichtig. Es gibt viele tolle Ärzte. Es gab auch Ärzte, die mir gute Tipps gegeben haben oder in ihren Möglichkeiten versucht haben, mir gute Tipps zu geben. Geh mal zur Heilpraktikerin, versuchen Sie es mal beim Osteopathen. Also das muss ich schon sagen, aber die Lösung dahinter, warum meine Schilddrüse nicht mehr richtig gearbeitet hat, woher die Unterfunktion kam, das hat Anthony beschrieben. Ja, ja, das ist so. Das ist meine Antwort. Das Puzzle hat sich jetzt wieder zusammengesetzt. Es ist ein Ganzes. Das ist so schön.
Was würdest du anderen Frauen in deiner Situation sagen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder an Panikattacken leiden? Bleibt ruhig und vertraut euch selbst, denn ihr seid nicht schuld daran, dass ihr das habt. Du bist nicht schuld daran, dass du eine Unterfunktion hast oder die Diagnose ist eine Diagnose. Man weiß dann, was man hat, aber dafür gibt es eine Ursache und dafür gibt es eine Lösung. Also du bist nicht schuld und dein Körper lässt dich niemals im Stich. Der lässt dich einfach nicht im Stich, sondern die Ursache ist einfach, ja, sind vielleicht verschiedene virale Probleme, je nachdem, welche Symptome man hat, und das kann man heilen. Also Heilung geht und Linderung der Symptome, das funktioniert. Also das Licht ist zugedeckt, aber das geht wieder auf. Die Sonne kommt dadurch irgendwann. Ja. Oh, vielen Dank. Das ist einfach so herrlich, deine Geschichte zu hören und deinen Weg und dass du einfach so dran geblieben bist. Ich denke immer, wenn das eben so über Jahrzehnte dauert und das schon von Kindheit an, was einem so prägt, das sind so die prägenden Jahre und dass ja, du da sagst, das Licht kommt aber hervor, das ist egal, wie lange es dunkel war, es ist egal. Ja. Es kommt hervor und dann in dieser Wucht, wie es sein soll. Ja. Das ist so schön. Wie ist es jetzt? Wie gehst du auch beruflich damit um, mit all dem Wissen, was du dir jetzt angeeignet hast? Ja, natürlich am Anfang, wenn du merkst, da kommt wieder Leben richtig in dich, in jede Faser, und da tut sich was, dir geht es nach und nach besser, dann hat man das, also mir geht es so, ich habe total viel gesehen. Du nimmst mehr wahr, dass Menschen über Symptome sprechen. Viele haben mich angesprochen, also unterschiedlich mal, wenn ich Sellerie gekauft habe an der Kasse. Oh, was machen Sie damit? Ah, ich entsafte den. Warum entsaften Sie den? Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das, um meine Schilddrüse zu heilen. Ach, was haben Sie denn? Ich habe eine Überfunktion. Kann ich das dafür verwenden? Also so bin ich immer mal wieder dazu gekommen, einfach das Wissen weiterzugeben. Aber ich auch gemerkt habe, sich ein bisschen zurückzuhalten. Denn ich bin da schon auch ein bisschen in Stress geraten, weil man sieht so viel, bei seinem Umfeld auch. Ne? Wenn man Symptome irgendwie hört, das hat der ein oder andere, und du hast die Bücher gelesen, dann hast du halt auch ein Stück weit ein Wissen und eine Antwort, aber das war meine Antwort, ja, und ich wollte das auch niemandem aufstülpen. Aber es ist so, mein Umfeld weiß auch, wenn mich jemand fragt oder brauche einen Rat, also dann versuche ich das einfach mit dem, was ich weiß oder mit meiner Erfahrung weiterzugeben. Und wenn ich unterstützen kann, mache ich das gerne. Da kann man mich immer fragen. Ja, aber es ist schön einfach, wenn die Leute jetzt sehen, wie der Heilungsprozess verlaufen ist, dass man auch ein Ansprechpartner ist und man auch Mut machen kann für viele, die auch sagen, oh ja, okay, das hat mir noch kein Arzt gesagt, ich probiere das mal aus, und erfahren dann vielleicht nur durch Zitronenwasser trinken ein Stück weit Besserung. Das ist eigentlich was Schönes. Ja, das ist wundervoll. Ja. Ach, so schön. Ja. Danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Es ist schön, dich kennenzulernen und die Möglichkeit hatte dafür. Hey, vielen Dank dir, dass du jetzt einfach auch mit deiner Geschichte gekommen bist und die mit uns teilst. Das ist so wunderbar, weil es so viele Frauen gibt, die an einer Schilddrüsenunterfunktion und auch Panikattacken leiden. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, leider in unserer heutigen Zeit. Und deswegen bin ich überzeugt, dass da viele Frauen da jetzt sehr gut zugehört haben in deiner Geschichte. Vielen Dank. Ja. Einfach wundervoll. Ja, ich wünsche allen, die Symptome haben, alles Gute und Liebe, und glaubt an euch, und ja, ihr braucht euch nicht verlassen fühlen. Das Licht ist immer in einem. Man ist geboren, man ist lebendig, und da ist immer Licht. Das ist nur zugedeckt. Also das kann wieder kommen. Das ist so ein schönes Abschlusswort. Also das Licht ist vielleicht jetzt noch zugedeckt, aber wir können es wieder abdecken. Kathi, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Und möchte euch einfach auch ermutigen, geht Schritt für Schritt
Und die Schritte, die bei euch so wie eine Resonanz erzeugen, dass das eure Schritte da sein dürfen. Es muss nicht genauso laufen, wie andere Menschen erzählen, aber da, wo du wirklich spürst, hey, das hat bei mir so einen Impuls gegeben, da bleib einfach dran und ich möchte dir da einfach Mut zusprechen, da dran zu bleiben. Ja, wenn ihr auch Erfahrungen gemacht habt mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder Panikattacken, ihr könnt es auch gerne unten in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrungen sind. Und ja, ich freue mich auf euch beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.